Und jetzt das Heute-Journal. Guten Abend. Der Krieg war nie vorbei, aber es gab immerhin eine Woche Feuerpause. Jetzt ist die vorbei und der Krieg wieder voll da. Mehr als 200 Ziele hat Israels Armee in den vergangenen Stunden im Norden und auch im Süden des abgeriegelten Gazastreifens angegriffen. Dort, wohin Hunderttausende Menschen geflohen sind, in der Hoffnung, wenigstens ein bisschen sicherer zu sein. Die zahlreichen Todesopfer unter der Zivilbevölkerung und die Vertreibung in einem Ausmaß, wie man sie im Norden gesehen habe, dürfe sich im Süden nicht wiederholen, hatte der US-Außenminister gemahnt an die Adresse Israels. Luten Leinhaus. Raketenalarm. Der Krieg ist zurück. Die Hamas beschießt wieder Israel. Das reagiert mit aller Härte, schickt Panzer, Kampfflugzeuge und Bomben. Leider hat die Hamas entschieden, die Feuerpause zu beenden. Sie ist nicht bereit, weitere entführte Frauen und Kinder freizulassen. Und sie greift mit Raketen an. Die Hamas wird nun die Mutter aller Schläge zu spüren bekommen. Zeitgleich veröffentlicht Israels Armee diese Karte. Sie teilt den Gazastreifen in hunderte Sektoren ein. Auf Arabisch fordert ein Sprecher die Bewohner auf, sich die Nummer ihres Sektors zu merken, falls dieser evakuiert werden müsse. Viele Bomben trafen heute Orte wie Khan Yunis, wohin bereits Hunderttausende aus Nordgaza geflüchtet sind. Nun fordern israelische Flugblätter die Menschen auf, noch weiter in den Süden nach Rafah zu gehen. Wir waren zu Hause und hörten gerade Nachrichten, als die Bomben fielen und unser Haus zerstörten. Wir sind müde. Ständig werden wir bombardiert. Wie sollen wir es in dieser gefährlichen Lage schaffen, bis nach Rafah zu kommen? Sie singen sich Mut zu auf dem Platz der Geiseln in Tel Aviv. Omris Bruder ist unter den Entführten. Lange war er für Verhandeln. Die Rückkehr zum Krieg jetzt trägt er mit. Ich vertraue meiner Regierung. Sie wird das Beste tun und danach zu Verhandlungen über Freilassungen zurückkehren. Als vorerst letzte Hamas-Geiseln haben 8 Frauen und Teenager es vergangene Nacht rausgeschafft aus dem Gazastreifen. 136 sollen noch Gefangene der Terroristen sein. Unabhängig vom aktuellen Kriegsgeschehen sorgt ein Bericht der New York Times für Aufsehen. Danach hatte Israel bereits mehr als ein Jahr vor dem verheerenden Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober Informationen über entsprechende Pläne der Terroristen. Luten, guten Abend nach Tel Aviv. Um was für ein Dokument, das die Zeitung da offenbar hat, geht es denn? Es geht um ein Dokument, das präzise vorzeichnet, wie der Angriff dann tatsächlich am 7. Oktober stattgefunden hat. 40 Seiten dick wird dort beschrieben, wie die Hamas es geschafft hat, tatsächlich die gesamten Sicherheitsvorkehrungen Israels auszuschalten und diesen Angriff zu organisieren. Ein Dokument, das der New York Times vorliegt und von dem sie sagt, dass es die Regierung und die Behörden Israels schon seit über einem Jahr in Hände halten. Und es geht zweitens um einen Bericht einer Geheimdienstexpertin Israels, die 3 Monate vor dem Angriff beobachtet hat, wie die Hamas eine Übung abhielt, die genau das sozusagen nachspielte und trainierte, was in diesem Bericht und in diesem Plan sozusagen vorgezeichnet war. Beides sind sehr, sehr erstaunliche Enthüllungen, die heute in der politischen Diskussion in Israel, aber tatsächlich nur in der Berichterstattung der Medien eine Rolle spielen. Die Frage nach politischen Konsequenzen, die wird hier im Moment nicht gestellt. Man vereint sich hinter dem Ministerpräsidenten und der Regierung, bis dieser Krieg vorbei ist. Und erst danach wird es dann an die politische Abrechnung gehen. Und dann geht es wohl auch um das politische Überleben von Ministerpräsident Netanyahu. Sagt Luten Leinhaus live in Tel Aviv. Luten, herzlichen Dank dafür. Unser Planet hat eine schwere Krankheit, sagt der UNO-Generalsekretär heute. Die Diagnose stimmt. Was zu tun ist, sagt der Mann auch, beziehungsweise wer jetzt gefordert wäre. Es ist eine Krankheit, die nur Sie, die Führer der Welt, heilen können, ruft Antonio Guterres Dutzenden Staats- und Regierungschefs zu in Dubai. Auf der Weltklimakonferenz ist heute der Tag der sogenannten High-Level-Meetings, auch für den Bundeskanzler. Andreas Stamm. Kein roter, ein grauer Teppich für den Bundeskanzler, fast schon symbolisch. Seiner Regierung ist die Finanzierung der Klimapolitik um die Ohren geflogen, dem selbsternannten Klimakanzler. Kein leichter Gang, denn es hakt
nicht nur in Deutschland. Ich bin überzeugt, dass sich hier auch herausstellen wird, dass natürlich mehr Tempo notwendig ist. Und wenn man weiß, wie nah die Aufgaben sind, die wir erreicht haben müssen, dann ist es eben auch wichtig, dass man sich gemeinsam unterhakt. Einhaken etwa beim Klimaclub, einem Herzensprojekt von Scholz, das nun durchstarten soll. Gemeinsam mit bislang 36 Ländern will man Industriezweige wie die energieintensive Stahl- und Zementproduktion grün machen, riesige Mengen Treibhausgase einsparen und gleichzeitig Arbeitsplätze sichern. Grundsätzlich ist es gut, dass sich eine kleine Gruppe von Ländern zusammentut und einen Themenbereich vorantreibt. Das ist sehr wichtig und nötig. Aber es kommt sehr auf die Umsetzung drauf an, ob das tatsächlich erfolgreich ist oder wie viele andere Initiativen vorher im Sande verläuft. Eine Frage hallt nach. Kann Deutschland in seiner aktuellen Verfassung noch ein Vorreiter beim internationalen Klimaschutz sein? Es wäre nötig. Die 140 Staats- und Regierungschefs scheint es beweinen am Mittag irgendwie das eigene Scheitern. Dass sie bislang nicht genug getan haben für das große Ziel, für das die Weltklimakonferenz überhaupt zusammenkommt. Wege finden, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Der Planet ist müde von Klimaabkommen, die das Papier nicht wert sind, von CO2-Einsparzielen, die nicht eingehalten werden oder versprochenen Finanzhilfen für die ärmsten Länder, die niemals kommen. Dabei läge es in der Hand der Staatenlenker. Sie könnten in Dubai den schnellen Ausstieg aus der fossilen Energiewirtschaft beschließen, das heißeste Eisen in der Ölmetropole. Doch das Ende von Kohle, Öl und Gas scheint in weiter Ferne, so Experten. Aber aufgeben auch keine Lösung. Frankreichs Staatspräsident bringt es unfreiwillig auf den Punkt. Die Welt kennt eigentlich den Weg, aber bei der Umsetzung sitzt und passt es immer noch nicht richtig. Ja, vielleicht auch ein bisschen überladen, der Wagen. So, was heute noch wichtig ist, jetzt im Überblick mit dir, Hanna. Der Bundestag hat heute in erster Lesung über den Nachtragshaushalt 2023 debattiert, für den in diesem Jahr erneut die Schuldenbremse ausgesetzt werden soll. Der AfD-Haushaltspolitiker Böhringer bezeichnete die dazu nötige rückwirkende Erklärung einer Notsituation als dreisten Trick. Der Haushalt bleibe verfassungswidrig. Unionsfraktionsvize Middelberg forderte die Ampel zum Sparen auf und nannte das Bürgergeld. Für den Haushalt 2024 kündigte Finanzminister Lindner an, nicht mehr notwendige Ausgaben zu depriorisieren. Nach seinem Willen soll die Schuldenbremse dann wieder gelten. Russland will seine Armee weiter vergrößern und die Zahl der bewaffneten Kräfte um 170.000 Vertragssoldaten und Wehrdienstleistende erhöhen. Das sind knapp 15%. Dazu hat der russische Präsident Putin heute ein entsprechendes Dekret unterzeichnet. Die russischen Streitkräfte wachsen damit auf insgesamt 1,32 Millionen Mann. Die letzte Vergrößerung der Armee hatte Putin erst im vergangenen Sommer angeordnet. Um Berufe in der Altenpflege attraktiver zu machen und so dem bestehenden Personalmangel entgegenzuwirken, steigt ab heute der Mindestlohn für rund 1,3 Millionen Beschäftigte in diesem Bereich. Pflegehilfskräfte bekommen nun 14,15 € pro Stunde, qualifizierte Pflegehilfskräfte 15,25 € und Pflegefachkräfte 18,25 €. Eine weitere Anhebung ist für den 1. Mai geplant. Seit dem heutigen Tag gilt auf Autobahnen und Bundesstraßen in Deutschland eine deutlich höhere Maut für schwere Lkw. Pro ausgestoßener Tonne CO2 kommt ein Aufschlag von 200 € dazu. Der Bund erwartet durch die neue Abgabe Mehreinnahmen in Milliardenhöhe, die unter anderem in den Schienenbau fließen sollen. Zudem soll der CO2-Aufschlag Anreiz geben, mehr saubere Antriebe auf die Straße zu bringen. Logistikunternehmen kritisieren den Schritt und warnen vor steigenden Preisen für die Verbraucher. Problematische Wölfe sollen in Zukunft deutlich schneller abgeschossen werden können. Darauf haben sich die Umweltminister von Bund und Ländern bei ihrem Treffen in Münster geeinigt. Überwindet ein Wolf Schutzzäune und reißt Nutztiere, darf er künftig ohne vorherige DNA-Analyse abgeschossen werden. Dies gilt für 21 Tage, aber nur in bestimmten Regionen mit vielen Wolfsrissen, die die Bundesländer vorher festlegen müssen. Es gibt eine aktuelle Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes vor starkem Schneefall im Süden von Bayern. Und so sind die Aussichten.
Morgen vom Alpenrand bis zur Lausitz teils kräftige Schneefälle, sonst freundlicher und nur einzelne Schneeschauer. -5 bis +2 Grad. Am Sonntag nur noch wenig Schnee und häufiger Sonne bei -5 bis +3 Grad. In der neuen Woche von Westen her zunächst Schnee, später Glatteisregen und wieder milder. Und so viel von uns hier für den Moment. Gegen 0:30 Uhr gibt es dann unser Heute-Journal-Update mit Laura Barnick. Einen angenehmen Abend und viel Spaß beim Fußball. Tschüss.